Hi und herzlich willkommen Leute am 11. Tag der IAE 2953. Das Finale hat begonnen und wir wollen mal eins der Schiffe ausprobieren, die wir jetzt noch bis zum 30. November kostenlos testen können. In der Messehalle selbst gibt es keine Überraschungen, hier stehen immer noch die Gewinner des Ship Showdowns. Wir können uns aber gerne nochmal die neuen Lackierungen aus der Nähe ansehen. Die Lackierungen sind exklusiv für die IAE 2953 und werden kostenlos an all jene Spieler verteilt, die das entsprechende Schiff in ihrem Hangar haben, also sprich auf der RSI-Webseite gekauft haben. Und hier von der Seite der Aegis Redeemer wird nochmal ganz klar deutlich, warum man dieses Schiff im Volksmund auch als Haarglätter bezeichnet. Dieses Triebwerk, was wir auf den Seiten haben, geht quasi an dieser Mittellinie je nach Fluglage auf oder zu und das sieht dann schon sehr verdächtig nach Haarglätter aus. Aber hergekommen sind wir heute wegen der Ausleihkonsole, denn wir wollen uns heute mal die Argo Raft ausleihen. Und wie wir wissen, hat sich das innerhalb des Cargo Refactors verändert. Wir können uns die heute für 2 Tage ausleihen. Die Argo Raft hatte früher nämlich Container an den Frachtklammern hängen. Die sind für das Cargo Refactor entfernt worden und ich nehme an dafür, dass die neuen standardisierten Container dort ihren Platz finden. Und wie das aussieht, wenn wir dieses Schiff mit Fracht beladen, das werden wir jetzt mal ausprobieren. Noch sind die Frachtklemmen unserer Argo leer, aber wir werden jetzt gleich nach Euterpe fliegen, zu Bud's Growery, wo wir hoffentlich ein paar Spirituosen laden können. So, wir befinden uns im Anflug auf Bud's Growery, schalten mal in den Atmosphärenflugmodus. Jawohl. Fahren die Landestützen aus. Und da taucht es auch schon vor uns aus dem Schneesturm auf. Und wir versuchen mal dort zu landen. Allerdings ist das schwierig, denn es ist hier ziemlich windig. Ihr seht, wenn ich vom Gas gehe, wird mein Schiff auch abgetrieben. Ich hoffe, es ist für unseren Anzug nicht zu kalt draußen. So, das sollte passen und wir landen hier. Ein bisschen näher ran können wir noch. Okay. Und wir sind gelandet. Maschinen aus. Und dann schauen wir mal rein und schauen, ob wir noch ein paar Waren kriegen. So, wir haben tatsächlich ziemlich gut eingepackt. Das war knapp, das habe ich von drin gar nicht gesehen. Das muss erstmal einer nachmachen. So, dann machen wir es uns mal kuschelig warm, weil minus 138 Grad ist schon etwas kalt. Und da haben wir hier geradeaus schon die Frachtkonsole. Und da schauen wir einfach mal, was Bud's Growery so im Angebot hat. Wählen wir die Argo Raft aus. Und wir können Spirituosen kaufen. Sehr gut. Schauen wir mal. 96 ist das Maximum, was wir tragen können. Kostet uns 39.000. Das laden wir mal. Und das ist jetzt in unserer Argo Raft angekommen. Und dann gehen wir mal raus und schauen uns an, wie das Ganze im beladenen Zustand aussieht. Und da sehen wir tatsächlich, im beladenen Zustand haben wir hier die standardisierten Frachtcontainer in den Klemmen stecken. Was sehr, sehr cool ist. Die Frage ist jetzt, kann man die aus diesen Klemmen auch lösen? Ui, ja, man kann. Also rein theoretisch kann ich diesen Frachtcontainer hier auch rausnehmen und hier lassen. Sehr, sehr spannend. Dann wollen wir mal schauen, dass wir die Fracht nach New Babbage liefern, wo es wesentlich wärmer ist als hier. So, wir haben die Route nach New Babbage gesetzt, schmeißen die Maschinen an und sehen zu, dass wir hier von dem Planeten runterkommen. Aus dem Schneesturm raus und in wärmere Gefilde. Es gibt auf der Plaza in den Comments auf Microtech 3 Möglichkeiten, Waren zu verkaufen. Da haben wir einmal Shubin Interstellar Contractor Services.
Da verkauft man eher so die Bergbauwaren, also Erze und raffinierte Erze. Wir haben die generelle Trade and Development Division, das ist so eine Art Börse, da werden wir als erstes unser Glück versuchen. Und wenn wir da unsere Spirituosen nicht verkauft bekommen, haben wir als letzte Möglichkeit noch die Microtech Planetary Services. Das ist die lokale Administration, auch die kaufen Waren ein. Wir gehen nun auf die Trade and Development Division zu. Wir haben hier ein wunderbares 3D-Modell des Mondes Clio. Und dort dahinter ist der Eingang der Trade and Development Division hier auf Microtech. Und hier in der Halle der TDD von Microtech haben wir auch nochmal ein 3D-Modell von Microtech selbst an der Decke. Und wir versuchen mal, ob wir hier unsere Spirituosen losbekommen. Und tatsächlich, unsere 96 Frachteinheiten können wir hier für etwas über 53.000 verkaufen. Unser Flug hat uns also knapp 13.600 Credits Profit gebracht. So Leute, das war's für heute. Wir haben uns die Argo Raft angeschaut und morgen schauen wir uns gegebenenfalls noch ein Schiff an. Wenn ich mir ein bestimmtes Schiff nochmal im Detail ansehen soll, dann sagt es mir in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, einen guten Flug.